Hallo und schönen guten Tag. Heute möchten wir euch gerne mitnehmen über die Grenze von Guatemala nach El Salvador. Dort schlagen wir im Nationalpark Cerro Verde unser Basecamp auf, um den Vulkan Santa Ana zu besteigen. Vom Kraterrand aus können wir in einen brodelnden grünen See schauen. Nach dem Abstieg und ständig zu sehen im Basecamp ist der noch aktive, rauchende Vulkan Izalco. Wie immer haben wir versucht, die Eindrücke für euch und für uns im Film festzuhalten und freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Diese Strecke sind wir von April 2023 bis April 2024 gefahren. Und das ist unser Plan ab Oktober 2024. Wir sind bereits ca. 2300 Kilometer von Mexico City bis zur Grenze nach El Salvador gefahren. Am Morgen nehmen wir noch ein Bad und eine warme Naturdusche. Die Wasserqualität ist gut, denn wir sind nicht alleine. Wir füllen unseren Wassertank mit Trinkwasser und erhalten als Gastgeschenk Trinkwasser abgepackt in kleinen Plastiktüten, wie es die stets freundliche und hilfsbereite guatemaltekische Bevölkerung in der Purificadora, also dem Trinkwasserladen, kauft. Vielen Dank! An der guatemaltekischen Grenze wurde unser Unimog temporär ausgetragen und wir erhielten unseren Ausreisestempel im Reisepass gebührenfrei. Nach der Brücke über den Grenzfluss La Paz erhielten wir für 180 Tage eine Einreiseerlaubnis und unser Unimog ebenfalls für denselben Zeitraum. Alles gebührenfrei und auch in El Salvador sehr freundlich und hilfsbereit. Die Ruta de las Flores, benannt nach den Wildblumen am Straßenrand. Sind wir in Ataco, einem Ort entlang der Ruta de las Flores, angekommen. Dort ist der erste ATM nach der Grenze, wo wir die Landeswährung neben dem Bitcoin, nämlich den US-Dollar, aus dem Geldautomaten erhalten. Mangels anderer für uns in Frage kommender Stellplätze kehren wir auf dem Parkplatz des Hotels Alicante ein und dürfen für 25 US-Dollar die Anlage nutzen. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah,
place. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of a drum. My spirit's unchained in the symphony of love. I am unafraid. Das ist die Strecke der 70 Kilometer, die wir heute in 4 Stunden bis zu unserem Ausgangscamp für die Besteigung des Vulkans Santa Ana mit Tank- und Einkaufsstopp in Sonsonate fahren werden, wobei wir zu Beginn noch die schöne Ruta de las Flores fahren. Budín, super lecker, saftiger Brotkuchen, von dem wir beide satt wurden. Mais und Zuckerrohranbau. Kaffeeplantagen. Die Zufahrt Casa de Cristal im Nationalpark Cerro Verde, Ausgangsbasis für die Besteigung des Vulkans Santa Ana. Wir laufen bis zum Treffpunkt, ab dem es morgen nur noch mit dem Guide weitergehen wird. Diesen Vogel haben wir schon so oft gesehen. Die Yucca-Palmen waren hier lebende Zäune. Wir liefen zum Campo Bello, eine Anlage neben einer Kaffeeplantage mit Verkostung, die allerdings heute wegen einer Hochzeitsfeier nicht stattfand.
Wir tranken im San Blas Gastrocafé mit toller Aussichtsterrasse auf den aktiven Vulkan Izalco einen Kaffee mit Zucker aus El Salvador, hergestellt aus dem hier angebauten Zuckerrohr. Wir starteten mit unserem Guide zum ersten Termin morgens um 8 Uhr. Diese Tour sollte nicht ohne ausreichende Höhenakklimatisation, körperliches Training, festes Schuhwerk, Sonnen- und Insektenschutz sowie ausreichende Trinkflüssigkeit unternommen werden. Das sind Blüten der Silvesterbeeren, die teilweise schon reif waren und essbar sind. Für die Touris wurden Eis- und Schokobananen hochgetragen. Wir hatten es geschafft. Nach kurzer Pause ging es an den Abstieg. Der Weg war sehr anspruchsvoll, sodass wenig Filmaufnahmen entstanden sind. Unser heutiges Ziel war Berlin, in El Salvador, 180 Kilometer entfernt. Die in Google Maps angezeigte Straßensperrung hatte eine Umleitung. Wir fuhren durchgängig über gepflegte Straßen, hier inmitten von Zuckerrohranbau. Die Umgehungsstraße führte uns um die Hauptstadt San Salvador herum. Die Straße war mit beidseitigem Fahrradweg angelegt. Die Grenze zu Honduras war bereits ausgeschildert.
Füllmaterial für die durch Erdrutsch entfallene Fahrbahnseite. Staumauer Wasserkraftwerk, hier die Zufahrt zu unserem Stellplatz in Berlin. Kaffeebohnen, die Eistruhe war leider abgeschlossen und der Schlüssel nicht auffindbar. Kakaobaum, Schon vor Sonnenaufgang waren wir wach und wollten heute die Grenze von El Salvador nach Honduras überqueren. Die Landschaft war einfach grandios. Und die Carretera Panamericana war großenteils durch das Straßenbegleitgrün beschattet. Wir sind in der Grenzstadt El Amatillo in El Salvador angekommen.
So, das war's für diesmal. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn euch der Film gefallen hat, macht doch gerne einen Daumen hoch und abonniert auch gerne unseren Kanal. Wir sind heute über die Grenze von El Salvador nach Honduras gefahren und werden uns auch von diesem Land überraschen lassen. Und natürlich nehmen wir euch auch gerne mit auf diese Reise. Bis dahin, alles Gute!